Japan, ein faszinierendes Land. Ob für Anime-Fans, Naturliebhaber oder Kulturfreunde, für Gourmets oder Badeurlauber. Japan hat für jeden was zu bieten. Ich nehme euch mit durch Tokio, die Region Nara, Kyoto, Osaka bis runter nach Okinawa. Los geht's auf eine aufregende Reise ins Land der aufgehenden Sonne. Heute geht es zu meinem Lieblingsort in Tokio. Den werden aber die wenigsten kennen. Wir sind jetzt in Noborito angekommen und laufen jetzt zum Minkain. Der Minkain ist ein Open-Air-Museum mit historischen japanischen Häusern. Und das hier ist ein Kindergarten. So sehen die Kindergärten hier aus. Noborito gehört definitiv zu den wohlhabenderen Gegenden. Der Eintritt war immer noch unverschämt günstig wie damals 2008. Schaut euch dieses Video von damals gerne noch an. Ich will nämlich versuchen, hier nicht nochmal dasselbe zu zeigen wie vor 15 Jahren, sondern euch ein paar neue Ecken zu präsentieren. Den Link zum Video findet ihr oben in der Ecke und unten in der Beschreibung. Es hat ganze 22 Jahre gedauert, das Haus zu bauen. Aber guck mal, wie viele Räume das hat. Viel mehr als die modernen japanischen Häuser. Das 110 Jahre alte Haus aus Kawasaki zeigt die damalige Holzbaukunst in Perfektion. Natürlich muss man die Schuhe ausziehen, bevor man auf die Tatami darf. Das gehörte mal einem einflussreichen Mann. Hier stehen teilweise noch Originalmöbel, Tische, Schränke. Schöner Engawa-Rundgang. So haben die Leute damals gelebt vor 100 Jahren. Da, auch ein altes Familienfoto. Ich bin hier mit meinem Mann, unserem Sohn und unserem guten Freund Andreas. Für die Besucher gibt es hier Toiletten im alten Haus, aber im neuen Stil, mit Toilettenschuhen. Das Suzuki-Haus aus Fukushima ist sogar noch älter, stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert. Es war eine Kneipe und Pension mit Stallungen für Pferdehändler, also das exakte Gegenstück zu einem Western-Saloon. Die Suzuki-Familie waren eigentlich Reisbauern, haben aber auch Miso-Soße gebraut und Seidenraupen gezüchtet. Die Bauweise der damaligen Häuser war einfach, aber effektiv. Unten sind Steine, dann kommt der Balken drauf und dann kommt Stroh mit Lehm. Und dann geht der Balken, Stroh mit Lehm, ganz viel Balken, Stroh mit Lehm. Das Dach wurde komplett ohne Nägel gebaut, nur mit Seilen zusammengebunden und mit Stroh und Schindeln gedeckt. Das ist die Küche. Gekocht wurde an einer Feuerstelle in der Mitte des Hauses. Nur das Hauptgebäude wurde ans Museum gespendet. Eigentlich gehören zum gesamten Gehöft noch viele weitere Ställe für Kühe und Hühner, ein Getreidespeicher, Lagerhäuser und ein Gemüsegarten. Das Ioka-Haus aus dem späten 17. Jahrhundert stand ursprünglich in Nara und war ein Handelshaus. Hier konnte man was kaufen. Weil es in Japan häufige Erdbeben gibt und das schlimmste am Erdbeben hier die nachfolgenden Feuersbrünste waren, hatte man hier versucht, mit Lehmwänden und speziellen Säulen das Haus feuerfest zu machen. Gekocht wurde daher auch nicht mitten in der Mitte, sondern in solchen erhöhten Tonöfen, den sogenannten Kamado. Niemand rechnet damit, dass ein Haus aus dieser Zeit erdbebensicher ist, aber zur Sicherheit steht's für die dümmeren Touris nochmal da. Falls es bebt, lauft. Das sieht genauso aus wie unser Hotelzimmer. Das Ishikawa-Haus aus dem frühen 19. Jahrhundert ist schon etwas stabiler gebaut, mit Tonschindeln und einem stabilen Zaun mit Tor. Wofür könnte dieser Vorbau hier da sein? Als Fensterschutz? Hä? Das ist für die Post. Zeitungen, Werbemüll. Es stand in Nagoya und gehörte mal einer Samurai-Familie. Ah, hier ist der Wohnraum des Türmannes. Ja, der Torwächter. Später gehörte es einer anderen Militärfamilie, die groß in den Export von Töpferwaren einstieg und das Haus zur Herstellung und Lagerung von Töpferwaren nutzte. Aber da sieht man nicht viel. Da hinten ist eine Rüstung. Das Torhaus wurde hierher verfrachtet. Hier ist das Dach auch schon ganz anders aufgebaut. Das Misawa-Haus gehörte hingegen einem Dorfältesten. Hier sind architektonisch die Vorteile von einem Händlerhaus und einem Bauernhaus vereint worden. Wir hatten Glück und es waren gerade Ehrenamtliche im Haus, die ein Feuer angemacht hatten und Besucher waren eingeladen, sich zu ihnen zu setzen. Und wir trafen auf andere Deutsche. Schuhe aus, er erklärt sehr viel. Die Freiwilligen kümmern sich rührend um den Erhalt der Häuser, die wirklich in einem beeindruckenden Zustand sind. Gegen Ende der Edo-Zeit
wurde dort auch begonnen, Medizin herzustellen und sie zu verkaufen. Die Wassermühle aus dem 19. Jahrhundert wird gerade repariert. Sie wurde verwendet, um Reis und Weizen zu mahlen. Die Tröge waren aus Stein und die komplette Mechanik der Mühle ist aus Holz gemacht. Und mit solchen Fuhrwerken wurde alles transportiert. Es ist schon beeindruckend, wie gut die Häuser in ganz Japan abtransportiert und wieder aufgebaut worden waren, als hätten sie nie woanders gestanden. Das Sasaki-Haus wurde beispielsweise in Sakuho in der Nagano-Präfektur abgebaut. Das hier ist die Toilette, die auch damals vorm Eingang stand. Hinterlassenschaften wurden zum Düngen verwendet. Das Bauernhaus eines Dorfältesten stammt aus dem Jahr 1731. Sein Waschbecken hinterm Haus wurde vom gesamten Dorf genutzt und war ein beliebter Treffpunkt zum Quatschen. Dieses Haus ist historisch sehr bedeutend und seine Bauweise mit dem langen Giebel ist einzigartig. Leider konnte man hier nicht hinein. Es wird berichtet, dass es 1747 schon einmal komplett abgebaut und an einem anderen Ort wieder aufgebaut worden war. Die japanischen Zimmermeistertechniken machen es möglich, dass Holz beliebig oft ineinander gesteckt und wieder gelöst werden kann, wie ein riesiges Puzzle. Auf der Rückseite ging es hinein und man konnte einen großen Webstuhl besichtigen. Im Text erfuhr man, dass die Bewohner wohl relativ karg lebten und im Winter bitterlich gefroren haben. Im Haus sind noch erstaunlich viele Gerätschaften erhalten und sogar alte Schriftstücke ausgestellt. Wir sind im Museumszentrum angekommen. Hier rund um den Marktplatz stehen verschiedene Winterhäuser. Schau mal, die haben ein richtig dickes Dach, das ist mit Rätsgedeckt. Siehst du das? Das Emokai-Haus aus dem frühen 18. Jahrhundert stand in der Toyama-Präfektur und war ebenfalls ein Bauernhaus. Es hatte jedoch ein dick gedecktes Dach. In den Wintermonaten wurde hier unter anderem aus der Rinde des Maulbeerbaumes von den Frauen Papier hergestellt. Ansonsten lebte die Familie vom Reisanbau und Züchten von Seidenraupen und bis 1950 wurde hier Seide gewebt. Und da ist was zum Weben. Eine Winterkochstelle, da hat man die Schuhe oben drauf getrocknet, die Schneeschuhe. Sogar die Tiere standen hier mit im Haus. Doch nur die Familienoberhäupter durften Reis essen. Der Rest bekam Kürbis und Wildgemüse. Das Dach des dreistöckigen Hauses ist wieder nur mit Seilen zusammengebunden. Auch das Yamada-Haus stammt aus dieser Zeit und dieser Gegend. Man konnte jedoch nachweisen, dass hier nicht nur Reis, Seide und Papier produziert wurde, sondern auch Kohle und Schießpulver. Das ist wieder ein Winterhaus mit so einem dicken. Die Außenwand war mit Rinde verkleidet und schirmte es zusätzlich vor der Kälte ab. Zeit für eine Mittagspause. Und natürlich gibt's hier auch Getränkeautomaten wie im Rest von Japan. Das Nohara-Haus wurde gerade restauriert und war nicht zugänglich. Auch das Sakuda-Haus wird gerade renoviert. In einem Tunnel entdeckten wir ein riesiges Insekt. Diese Spinnenläufe sind harmlos und fressen Kakerlaken. Das Tier ist locker über 10 cm lang. Wir kamen an einem speziell präparierten Lagerhaus vorbei und dann ging's weiter zum Hirose-Haus. Ich bin nicht sonderlich hochgewachsen, doch selbst ich musste mich hier echt bücken. Wenn ich aufrecht stehe, ist das Dach etwa auf Brusthöhe zu Ende. Das Bauernhaus aus Kamihagiwara stammt aus dem späten 17. Jahrhundert. Es hatte eigentlich mal nur eine Etage, doch die Familie zimmerte sich für die Seidenraupenzucht eine zweite Etage aufs Dach. Im ehemaligen Stall stehen zahlreiche alte Gefäße. Feingeflochtene Reisstrohmatten auf dem angehobenen Boden sind hier Tatami-Ersatz. Das war zwar ein Eldorado für Flöhe und anderes Viechzeug, hielt aber wärmer als ein reiner Holzboden. Damals galten sie als wohlhabend, aber die Familie hier lebte für heutige Verhältnisse ein einfaches Leben. Die Erwachsenen arbeiteten auf dem Feld, die Kinder sammelten Holz und kochten. Guck mal, guck dir mal die Wände an. Das ist einfach nur Bambus, an der kein Leben dran geschmiert wurde. Die Menschen aßen Gemüse, Mais und Getreide und trugen Baumwollkleidung und Strohsandalen. Das da sind so eine Tragegeschirre. Da konntest du sowohl Kinder als auch alle möglichen anderen Sachen drin tragen. Und darum liebe ich das Minka-Inn so sehr. Einfach komprimierte Geschichte.
Das Ota-Haus aus Kataniva ist aus dem späten 17. Jahrhundert. Es besteht in seiner Grundstruktur aus 2 unabhängigen Gebäuden. In dem Teil mit einem Boden aus gestampfter Erde waren auch die Pferdeställe mit drin und dort wurde gekocht. Heute stehen hier Sitzbänke und ein altes Reisspreugebläse, eine Handreismühle und mehrere Lehmöfen. Trotzdem gibt es hier noch die erhöhten Teile zum Sitzen mit einer Mittelkochstelle, der Irori. ドイツないわね、地震ね。 Nishino, Deutsche de, ドイツはない。 Odenwald, Rift Valley, レフトバレー ga arimasu. そこである。 Ha. ああ、そう。レフトバレー Shikashi, ima de wa ないよ nai. ね Ha. ドイツの地震聞かないもんね。はい。 In winter is very cold だよね。 Da sich hierher kaum ein Touri verirrt, fielen wir jedoch auf wie ein bunter Hund und wurden immer wieder von interessierten Einheimischen angesprochen. Und dann muss man Japanern erklären, dass es zwar im Odenwald einen Riftgraben gibt, aber wir aktuell keine Erdbeben in Deutschland haben. Das ist das, was ich meinte. Das ist das Haus hier mit diesen... Das Kitamura-Haus aus Harano ist ein bedeutendes Gebäude. Im Jahr 1687 gebaut, war es seiner Zeit weit voraus. Und irgendwie kamen die Baumeister mit diesen krummen Holzstämmen komplett klar. Der Bambusboden ist mit Reisstrohmatten bedeckt. Hier siehst du die Bambusstäbe unten drunter und darauf sind die Tatami-Matten gelegt. Die Kitamura-Familie besaß weite Ländereien und baute Tabak, Erdnüsse, Gemüse, Raps, Gerste, Weizen und andere Getreidearten an. Reis wuchs hier eher schlecht. Noch bis 1963 wurde das Feld ohne Maschinen beackert. Ich muss auf Toilette. Das ist ein Klo. Das Kiyomiya-Haus aus dem späten 17. Jahrhundert stand schon immer hier und wurde nicht umgesetzt. Auch hier ist die Zimmermannskunst beachtlich. Als Europäer fragt man sich da schon, wie kann das halten? Auch hier sind echt viele alte Haushaltsgegenstände aus der Zeit ausgestellt und bei so manchem rätselt man, wofür es damals wohl genutzt worden sein könnte. Kopf drin. Toll. Ja. Das Problem ist, wenn dich Und, einer was von der sagt er? falschen Seite gehauen hat, warst du dort. Ich sehe es nicht. Dampfkorb. Ja. Ja, Das ist dann Sieb für den Reis? Nee, Dann Wasser mit unten das, und ist dann so, das hat so große Maschen von Reis. Nee, aber für Reisstroh. Reisstroh bleibt draußen, der Reis unten fällt durch. Das könnte sozusagen sein. Ja. Ist das wirklich eine Mühle? Ich blende euch hier mal ein paar Aufnahmen aus meinem alten Video von 2008 ein, wie sowas funktioniert. Das ist ein Haus, in dem Feuerholz gelagert wurde. Und hier ist der nächste Picknickort. Das hier ist was für dich. Guck dir das mal an. Eimer, Pflüge, ein Fass. Das hier ist ein Dreschpflege. Ja, das ist ein Ventilator, ja. Braucht man ja auch. Das Ito-Haus aus dem frühen 18. Jahrhundert war das erste Haus, was 1964 hier in den Minka-en umgezogen wurde. Alle Häuser, die wir bis jetzt gesehen haben, sind hier auf Steinen aufgebaut, mit Balken, die mit Nut- und Federsystem zusammengehalten werden. Dann gibt es hier solche Racks, solche Gitter, an denen Lappen aufgehängt werden. Hier sind keine einzigen Nägel verbaut, das ist alles Bambus, der mit Faden zusammengebunden wird. Und hier ist der Boden erhöht, das sind ungefähr 60 cm und hier haben die Leute geschlafen. Das heißt, man war weg vom Erdboden, konnte hier kochen und schlafen und hatte einen warmen Ort. Diese Holzplatten hier lassen sich verschieben, sodass man entweder eine Wand hat oder einen offenen Ort, um Luft durchzulassen. So können die Häuser hier in dem warmen, feuchten Klima besser belüftet werden. Und es schützte in der Kanto-Region auch vor Bären. Hier ist ein Herd. Eigentlich war das hier eine Seidenraubenfarm. Nach dem Krieg ist man auf Süßkartoffeln und Weizen umgestiegen. Etwas zum Stampfen von Reis. Und da oben ist noch eine Etage als Lagerraum. Der Kokagesan-Schrein von 1863 stand ursprünglich in Kawasaki. Das Iwasawa-Haus aus dem späten 17. Jahrhundert stand früher in Kiyokawa, tief in den Bergen, und gehörte einem Dorfvorsteher. Die Familienmitglieder waren in der Edo-Zeit angesehene Köhler. Der innere Aufbau ähnelt den meisten Häusern dieser Zeit. Ihr kennt das jetzt schon auswendig, oder? Mitte der 1960er Jahre begann die Iwasawa-Familie mit der Hühnerzucht und fing an, Tee anzubauen. Auf dem Dachfirst wurden Irisblumen gepflanzt, die im Frühling blühen.
Über dem alten Kabuki-Theater, das wir als nächstes besichtigten, blühten noch ein paar Kirschbäume. Der Weg unter die drehbare Kabuki-Bühne von 1857 war touristisch ausgebaut worden. Kurzer Rückblick auf 2008. Da war ich schon einmal hier. Das gesamte Video von damals habe ich euch in der Beschreibung verlinkt. Jedenfalls kann man da unten anfassen an diesen Holzpflöcken und dann kann sie die gesamte Bühne drehen. Ein Sturm zog auf und wehte uns die Kirschblüten um die Nasen. Das Gebäude ist in seiner Komplexität wirklich beeindruckend und hat alles, was eine gute Theaterbühne braucht. Alles gut. Ist alles dabei, ne? Hast hier sogar noch um die Flächen. Ja, es ist schon schön gemacht. Für Schattentheater. Ne, beziehungsweise auch um das Bühnenbild dahinter verändern zu können, ohne dass man die sieht. Da hat es hier vorne halt 2, 3 Leute, die rumgetanzt sind. Ja, weil das ist natürlich ein bisschen weit vorne. Das ist ja da hast du hier vorne irgendwas, das was dargestellt wurde. Du konntest es natürlich sicherlich auch für Schattentheater nehmen, aber du konntest währenddessen, vor allem wenn das hier runtergelassen war, hinten die Bühne umbauen. Doch nun waren wir fast am Ende der Besichtigungsroute des Museums angekommen und landeten in einem traditionellen Färberhaus. Dort hatte man modernes Equipment installiert, um Färberworkshops zu veranstalten. In Vitrinen liegen historische Färbergegenstände. Da drin stank es nach Urin. Das liegt daran, dass Harn als Reduktionsmittel verwendet wurde, um beim Blaufärben aus dem unlöslichen Indigo-Weiß einen wasserlöslichen Farbstoff herzustellen, der in die Faser eindringen kann. Durchs Oxidieren wird die Farbe wieder wasserunlöslich und bleibt dauerhaft im Stoff. Auf dem Weg zum Ausgang kamen wir noch an 3 weiteren Häusern vorbei. In der tragbaren Fährmannshütte warteten die Fährmänner für die Fähre zwischen Suge und Chofu auf Passagiere. Das Sugawara-Haus stand in Tsuruoka und stammt aus dem späten 18. Jahrhundert. Dieses Haus war kurz zuvor noch offen gewesen mit einer Führung, während ein Teil von uns auf der Toilette war. Das sind auch nochmal diese Tragegestelle. Ich glaube, ich war hier aber auch schon mal drin. Mein Mann hatte bei der Führung aufgepasst und zeigte mir nun die Features. Ja. Und das ist seit hier. Okay. Da steht dahinter sind diese Rollen am Boden. Eine Holzrollenleiste, die sich mitbewegt. Abgefahren. Grandios, ne? Und das wird einmal die Hand. Das musst du auch erst mal drauf kommen. Ja, das musst du erst mal können, sowas, ja. Und bevor das letzte Haus kommt, möchte ich euch fürs Zuschauen danken und würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst und vielleicht auch einen netten Kommentar. Das Kudo-Haus aus Funakubo war nicht nur viel größer als die anderen Häuser, sondern fiel auch durch seine Eckform gleich ins Auge. Das ist eine Nummer größer. Die Gegend Nambu ist berühmt für diese Art von Häusern, die Magaria genannt werden. Dieses hier wurde um 1760 rumgebaut. In dem einen Eck waren die Stallungen, in dem anderen waren die Familienmitglieder untergebracht. Danach gingen wir noch ins Museum, in dem man nicht filmen durfte, wo sich verschiedene Holzmodelle der Häuser, alte Kleidungsstücke der Bewohner und mehr befand. Ich kann nur jedem empfehlen, sich diese tolle Ausstellung selbst einmal anzusehen. Guck mal, hier ist sogar noch die Toilette von der Familie. Das ist der Stall. Und da haben sie jetzt ein Pferd aus Bambus hier gebastelt, damit man das sehen kann, dass hier ein Pferd drin stehen kann. Und hier oben wird das Heu gelagert. Aber du siehst, es ist alles luftdurchlässig für den Sommer, damit diese feuchte Luft hier raus kann. Hier ist die Toilette. Doch, hier ist eine Toilette. Und das war, glaube ich, auch mit einer Färberei. Wenn ich mir das recht entsinne, war nämlich Toilette und Färberei wichtig. Hier zwischen den Zedernbäumen ist auch noch ein kleiner Teich, in dem sich Frösche befinden und auch ein paar Schildkröten, wurde mir gesagt. Sehr schön grün hier alles. Und die Zedern mögen offenbar dieses feuchte Klima hier. Wir gingen noch in ein Restaurant Abendessen und am nächsten Tag ging es dann weiter bis nach Osaka und Nara. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, vergesst nicht ein Abo dazulassen und damit sage ich ciao, bis zum nächsten Video.